habe so viele Anfragen zu den Silvi-Produkten bekommen und die wollte ich euch in diesem Video einmal kurz näher vorstellen. Herzlich willkommen bei Für Reifen ein Klo. Als ich die letzten Videos vorgestellt habe, wo ich auch die Silvi-Produkte mal kurz angesprochen habe, das heißt in den Video mit den Gewürzen und auch in dem Organisationsvideo, in dem großen, langen Video, da habe ich halt die Silvi-Produkte einmal angesprochen. Ich habe ganz, ganz viele Rückfragen darüber bekommen und wollte euch die jetzt mal näher bringen, weil ich kann gar nicht so viele Fragen beantworten. Aber ist überhaupt kein Ding. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir mal kurz ein Video darüber, zeigen euch die nochmal. Ich gucke, dass ich alle Fragen beantworte, die mir so zugegangen sind. Aber wir fangen erstmal an hier mit den Gewürzen. Da waren ja auch einige Fragen. Ich zeige euch die jetzt mal ganz genauer. Und zwar befindet sich in dem Deckel ein sehr starker Magnet. Die sind auch aus Glas, die kann man auch nicht durchdrehen. Also viele haben auch gefragt, kann man den Deckel durchdrehen? Nee, geht also wirklich nicht. Ja, ich habe die jetzt hier aus Glas. Die gibt es auch noch in Weiß und die gibt es in Schwarz. Das sind halt die schwarzen jetzt. Die sollen ja in meiner Studioküche rein. Habe ich immer noch nicht geschafft. Silvi hat auch dabei Etiketten. Die könnt ihr natürlich hier draufkleben und dann auch beschriften. Ich habe mir jetzt Etiketten besorgt. Die waren schon fertig, weil das ist immer so bei mir. Ich habe zwar eine ganz nette Handschrift, aber sobald ich solche Etiketten beschriften muss, oh boah, ist das grottenschlecht. Und dann bin ich ja so ein kleiner Monk und denke mir immer, das sieht nicht aus. Also habe ich dann mal solche industriell gefertigten Etiketten, die ich dann drauf gemacht habe. Ich habe es auch auf den Deckel gemacht, weil es gibt ja nun mal auch Gewürze, wie zum Beispiel hier so italienische Kräuter. Und die bleiben wirklich auch total fluffig. Da ist nichts von wegen Feuchtigkeit oder ähnliches. Aber die Deckel nehmen nun mal auch Gerüche an. Klar, man kann es auswaschen. Aber ich muss ja jetzt nicht, wenn ich das nicht beschriftet habe, diesen Deckel der italienischen Kräuter auf dem Zuckerdeckel, auf dem Zuckerglas machen. Deswegen habe ich dann auch noch obendrauf die Etiketten gemacht. Und ja, die sind super stabil. Ich habe da jetzt 6 von diesen Gläsern hängen. Zu 3 Gläsern gab es halt die Magnetplatte dabei. Die sind auch aus stabilen 3M Klebebändern, nennt man das so? Ja, also vielen wird 3M vielleicht was sagen. Die sind also wirklich super stabil. Die haben auch eine Lederschicht hier oben drauf, sodass da wirklich nichts verkratzen kann oder ähnliches. Und ist auch nicht scharfkantig. Man merkt man ja nachher nicht mehr, wenn es mal irgendwo angeklebt ist. Aber es ist ja so, wenn ihr sowas aus mattem Edelstahl habt, dann kann es auch von dem ewigen dran und ab, kann es dann halt auch mal Kratzer geben. Und das hat Silvi halt hier geschützt, auch sehr hübsch gemacht. Bei den durchsichtigen hatte ich weiße Metallplatten dabei und bei dem schwarzen halt einen schwarzen. Ich vermute mal, wenn ihr die in weiß euch zulegen möchtet, dann werdet ihr bestimmt einen weißen dabei haben. Ist meine Vermutung, aber ich glaube schon. Ja, ansonsten halten die wirklich toll. Also die halten so super bombastisch. Ich traue mich jetzt gar nicht. Aber die halten wirklich richtig, richtig gut. Wenn wir fahren, die sind mir auch noch nicht einmal runtergefallen. Ist natürlich von mir wirklich mutig, die da hinzuhängen, weil wir haben ja nun mal die Glasplatte hier drauf. Und ja, wenn hier mal eins runterfallen sollte, dann ist die Glasplatte, glaube ich, kaputt. Ja, aber wie gesagt, wir sind wirklich viel unterwegs. Wir fahren ja viel zum Messen auch. Und da sind wir sind in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Es war ein kleines Dorf, wo eine ganz kleine Messe war. Und da waren Pflastersteine. Da waren richtige Pflastersteine. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also hier war alles am Klappern, am Wackeln. Schränke ging auf. Aber Silvi hat gehalten. Also ich bin wirklich dann während der Fahrt aufgestanden und habe hier alles zugemacht, habe auch die Dinger runtergenommen, aber dann waren die Pflastersteine schon vorbei. Das waren vielleicht 200 Meter, aber das waren chaotische 200 Meter. Wirklich ganz fürchterlich. Ja, also das mal einmal zu den Gewürzen. Ich hatte auch einen Kommentar in meinem Video, dass da auch die Gewürze drin feucht wurden. Ich kann es jetzt nicht bestätigen. Also die hängen auch im Winter hier. Das ganze Jahr über, ich nehme das auch nicht raus. Da ist nichts passiert. Also ich weiß nicht, woran es lag. Ob es schon jemand anders passiert ist. Das Salz ist auch noch, weil Salz ist ja immer so ein
prädestiniert von wegen, ich will Feuchtigkeit, ich will verklumpen. Nee, alles super. Also, und ich bin ja auch nicht zimperlich, ich mache die Dinger ja auch noch voll. Die sind aber auch geeignet, nicht nur für Gewürze, sondern ihr könnt da Marmelade reinmachen, Honig. Ihr könnt das dann auch im Schrank hängen, ihr müsst das nicht außerhalb hängen. Da gibt es auch, diese Metallplatten sind ja dann auch für über Kopf und an die Wand hängen. Dafür sind die ja geeignet. Da komme ich jetzt gleich mal kurz zu, wenn ich jetzt unsere Gläser vorstelle. Denn ja, wir haben ja nun mal auch ein paar Gläser angeschafft. Ja, das liegt einfach daran, ich habe ganz viele Campinggläser gehabt. Ihr kennt ja diese Kunststoffdinger. Und ich habe auch hochwertige gekauft. Aber die wurden nachher immer so komisch. War nicht schön. War echt nicht schön. Also diese kleinen, wenn ihr euch wundert, diese kleinen Dinger, das war ein Fehlkauf. Ja, ich wollte die eigentlich in groß haben, so große Wassergläser, und habe die falsch bestellt. Aber da ich mir dachte, ist mein Fehler, brauchst du nicht zurückschicken. Und Frank sagte auch, ja, vielleicht kommen wir mal in den Genuss und haben irgendwelche Camping-Nachbarn, die wollen dann mal einen kurzen trinken. Finde ich ja ganz süß, einen kurzen. Ne? Dann haben wir welche. Okay, ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal benutzen, weil wir sind keine Schnapstrinker oder überhaupt großartig Alkohol. Aber was wir benötigen werden, sind Weingläser, beziehungsweise eigentlich Rotweingläser. Ja, die muss ich mal vorsichtig rausholen. Ich zeige euch auch warum. Ich bin ja kein Weintrinker oder überhaupt Alkohol, aber der Frank trinkt zwischendurch mal gerne ein Glas Rotwein. Ja, das sind jetzt eigentlich Weißweingläser, aber schmeckt der Rotwein doch genauso raus. Ne? Weil, ich war jetzt vorsichtig, und das ist kein Kunststoff. Das ist kein Kunststoff, das ist Kristallglas, glaube ich. Ich weiß nicht, ob was klimpert ist. Als ich die ausgepackt habe, dachte ich mir nur so, das ist gar kein Kunststoff. So wie die anderen hier halt, die sind halt aus Kunststoff. So wie wir halt Camping kennen, aber die sind hübsch. Die sind da schon ein paar Mal benutzt worden und die sind immer noch durchsichtig. Die sind jetzt nicht, haben keine Kratzer, die sind nicht milchig geworden. Die sind echt super. Ja. Bei diesen Gläsern gibt es solche Matten dabei. Das sind Nanogel-Matten, nennen die das, glaube ich. Ja, die sind dafür da, dass ihr, wenn ihr während der Fahrt ein Getränk habt, dann könnt ihr die da drauf machen, das klebt nicht mehr. Ihr könnt das auch hier, ich zeige euch das gleich, ihr könnt das hier abmachen. Könnt das abmachen und dann klebe ich euch das jetzt gleich auf den Tisch. So, und dann habt ihr das halt haben solltet. Die kommen ja auch aus dem Bootsbereich, weil viele werden jetzt vielleicht sagen, man darf unterwegs nicht essen und trinken. Das ist ja in vielen Ländern schon verboten mittlerweile. Ist ja auch korrekt. Aber Silvi ist ja auch im Bootsbereich sehr groß angesiedelt. Ja, und beim Boot wackelt halt, ne? Es wackelt und wackelt und wackelt. Und wenn ihr da was drin habt, wackelt das auch. Die gibt es übrigens auch mit einem Deckel. Ich habe mir die jetzt ohne Deckel bestellt. Und ja, ohne Deckel halt, fand ich jetzt für mich jetzt nicht praktisch. Das war das Einzige. Ja, aber diese habe ich dann, weil da so viele von waren, habe ich dann unten im Schrank geklebt, weil dafür darf man die benutzen. Man darf die aber nicht benutzen, um halt über Kopf. Das hat den Grund, die lösen sich halt. Und wenn ihr das über den Kopf habt, dann können die sich halt irgendwann mal durch das leichte Gewicht auch mal ablösen. Und deswegen sagt Silvi, bitte diese nicht über Kopf und an die Wand. Aber man kann die ja auch noch so schön an die Wand machen. Ne? Dann kleben die ja auch so. Ne, dann sind die ja auch hier dran. Die gehen nämlich dann ab nach der Zeit und das ist natürlich die Gefahr. Deswegen gibt es die dann nochmal zusätzlich. Die kann man nachbestellen. Das sind die Metallplatten. Die lösen sich natürlich nicht. Die sind starr. Diese Nanopads, die könnt ihr natürlich immer wieder verwenden. Die kann man sogar abwaschen. Also ihr habt dann immer diese Folie, deswegen schmeißt diese Folie, wenn ihr das abmacht, nicht weg. Die gehen total schwer. Nicht weg, diese, weil ihr könnt das immer wieder verwenden. Hier draufkleben und dann könnt ihr die wieder wegpacken. Es sei denn, ihr habt natürlich einen festen Platz, wo ihr sagt, da brauche ich das immer und überall und dann könnt ihr das natürlich da kleben lassen. Ich habe jetzt persönlich noch nicht so einen Platz für mich gefunden, wo ich dann sage, da kann es kleben bleiben. Nee, aber vielleicht kommt ja noch. Auch für die Kleinen, die sind süß, ne? Für die kleinen Shots hier habt ihr natürlich auch sowas. Dann könnt ihr das auch so dran machen und die kann man natürlich auch dran kleben. Ich weiß nicht, ob wir die mal irgendwann gebrauchen können, aber ich fand jetzt echt blöd, die zurückzuschicken. War ja mein Fehler. Und Frank sagte noch, vielleicht können wir die ja mal gebrauchen. Der ist auch messy, oder? Ja, ich habe von diesen Gelpads 6 Stück hier in den Schrank geklebt. Darf man die ja benutzen, wenn die dann halt unten stehen. Und die passen bei mir optimal rein. 6 Stück passen hier richtig, die füllen alles aus. Und dann kann ich natürlich hier richtig cool machen. Ich habe da noch 2 übrig gehabt von den Weingläsern.
Und die können wir ja, reichen für Frank und mich, ja, 2 Stück, die können wir dann überall benutzen als Alternativen. So, hier muss ich gucken. So. Ich habe ja alles immer so organisiert, das habe ich im letzten Video schon erwähnt, dass alles richtig schön passt. So. Und ja, das war eigentlich meine Gläsersammlung. Was auch noch ganz süß ist bei Silvia, das muss ich einfach mal kurz erwähnen. Ich fand es nämlich ganz lustig. Da gibt es dann immer, bei jeder Bestellung kommen dann immer so kleine Herzchen zurück, wo dann immer viel Freude mit Silvi steht. Einmal hat Felix geschrieben und einmal Irmgard. Ja, ich grüße mal Silvi zurück und Felix und Irmgard. Nette Idee von euch. Ich finde einfach, man sollte das mal erwähnen. Ne? Die sind anscheinend sehr kundenorientiert und sehr personalisiert. Finde ich ganz gut, weil wir sind ja eigentlich ähnlich. Ja, aber das war jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ja, also die Dinge halten. Sie halten wirklich. Und wir sind jetzt auch schon viel gefahren und wir hatten überhaupt keine Probleme, dass irgendwas runtergefallen ist. Ich hatte erst Angst um diese Kristallweingläser, aber nichts passiert. Das war echt cool. Ja, auch die Gewürze, es bleibt alles locker flockig. Super gut. Kann ich persönlich empfehlen. Ja, und jetzt auch kurz der Hinweis. Nein, ich bin nicht aufgefordert worden von Silvi. Ich bin nicht bedroht worden, das zu machen. Man hat mich nicht erpresst. Das ist meine reine Empfehlung euch gegenüber. Und ich gehe dem gerne nach, wenn ihr sagt, kannst du mal was dazu machen? Ja, mache ich gerne. Aber ich muss auch immer aufpassen von wegen Werbung und ähnliches. Deswegen, ich habe alles selber bezahlt. Ich bin nicht gesponsert worden, nicht bezahlt worden, nicht unterstützt worden von Silvi, gar nichts. Ja, die wissen auch noch nicht mal von diesem Video. Von daher bin ich daraus, was Werbung betrifft. Das ist einfach nur eine Empfehlung an euch. Ich verdiene auch nichts daran, dass ich euch das jetzt gemacht habe für euch. Ja, ich muss da echt immer aufpassen. Das ist manchmal ziemlich nervig. Aber so ist das halt im Leben, wenn man als YouTuber unterwegs ist oder als Blogger oder wie wir auch sowieso als Händler. Ja, aber ansonsten hoffe ich mal, dass ich euch einen kleinen Einblick in die Produkte gegeben habe. Silvi hat noch ganz, ganz viele andere Sachen. Die haben auch Tassen und ähnliches. Ich habe mir die Tassen jetzt noch nicht angeschafft. Werde ich vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht. Weil vielleicht hat ja einer von euch die Tassen von Silvi. Dann wäre es doch mal nett, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, ob sich da auch der Kaffee abfärbt und der Tee abfärbt. Weil das ist eigentlich ein Grund, warum ich keine Melanintassen nehme oder keine Kunststofftassen. Wir hatten halt immer das Problem, dass die halt so unansehnlich innen drin wurden. Und die gingen auch mit diesem Reinigungsputzzeug nicht sauber. Deswegen haben wir welche aus Keramik. Ja, aber das ist okay so. Ja, aber deswegen habe ich das nicht. Und es gibt auch mittlerweile Haken, habe ich gesehen. Ich habe keine Ahnung. Geht mal auf die Seite von Silvi. Da könnt ihr euch über die Produktpalette mal orientieren. Ich kann nur das sagen, was ich jetzt habe und dass die auch gut sind. Und ich kann leider keine Aussage zu den Haken oder zu den Tassen oder ähnliches machen. Habe ich nicht. Ja, von daher denke ich mal, wir sehen uns im nächsten Video, oder? Ja, Glocke aktivieren, abonniert uns. Wir machen noch ganz viel. Okay, bis dann. Tschüsschen.